Ich war mal wieder unterwegs. Nach Übersee hat es mich verschlagen, um dort hinter dem weiten Ozean in die endlosen Dünen von Dune abzutauchen. Dank einer geführten Tour konnte ich mir das Filmgelände der Warner Brothers Studios ansehen, wo natürlich Filme und auch ihre Geschichte besonders zelebriert werden. Auf diesem Areal stehen um die 30 Soundstages, große schalldichte Hallen, damit man darin Sets bauen kann, um dort dann zu drehen. Filme wie Interstellar, Jurassic Park oder auch die Goonies wurden hier in Teilen in den Soundstages gefilmt. Außerdem konnte ich auch Außensets sehen. Diverse künstliche Straßenzüge mussten hier schon für Filme wie La La Land und auch Blade Runner herhalten. Die Arbeiten hier sind so umfangreich, dass es sogar eine eigene Schreinerei gibt, die nichts anderes macht, als den ganzen Tag Filmsets zu bauen. Am meisten beeindruckt hat mich allerdings der gigantisch große Fundus an Requisiten, der sich hier über die Jahrzehnte angesammelt hat und in etlichen Produktionen genutzt wurde. Doch Dune warf auch auf dieser Studiotour schon hier und da seine Schatten voraus. In einem extra dafür vorgesehenen Screening-Raum konnte ich mir den Streifen reinziehen und war einfach nur begeistert. Wo Teil 1 für mich ein wenig Style over Substance war, hatte diese Fortsetzung in Sachen Story und Charakterentwicklung mehr Fleisch auf den Knochen und bot ebenso viel brachiale Bildgewalt. Für mich ganz klar einer der besten Blockbuster der letzten Jahre, eine Fortsetzung, die seinen Erstling übertrumpft und ein Film, den man auf der großen Leinwand sehen sollte. Doch gerade wenn es ums Zocken geht, war Dune auch in der Vergangenheit schon präsent. Dune 2 aus dem Jahr 1992 vom Entwickler Westwood Studios ist quasi der Urvater des modernen Echtzeitgenres und Vorfahre von Titeln wie Warcraft oder Command & Conquer. Für den Microsoft Flight Simulator gab es jetzt vor kurzem auch eine Dune-Erweiterung, bei der man dann einen Ornithopter steuern kann. Und in Zukunft will uns Entwickler Funcom Arrakis etwas näher bringen in einem neuen Survival-MMO-Spiel mit dem Titel Dune Awakening. Actually, it's kind of Conan that brought it all together. We worked on Conan Unconquered with a company called Petroglyph. Petroglyph are the guys who made Dune 2, the RTS, if you remember back in the day, right? And when we were working with Petroglyph, they mentioned that there was a new Dune movie being made and that we should get in contact with Legendary. And then we contacted Legendary and we were like, hey, you know, we hear you're making a Dune movie. We like making games. Maybe we can work together. Das Interessante daran ist, dass Dune Awakening sich nicht nur der Filmlizenz bedient, sondern auch Leser der Bücher glücklich machen will. The movies are very grounded, and I think we take a lot of our grounded visual style from them, like the vehicles, the buildings, the locations feel like they're from the movie. But then we have more of an emphasis on some of the weird parts of Dune, some of the spice type things, some of the things that players might expect to see. So I think we have to expand on the space that the movie created, right? So we kind of bridge that gap between the book and the movie, I think, in terms of how we approach things. You'll see, Ixian technology, you'll see things that aren't seen in the movie at all, right? And then we had to create how they visually look and work with Legendary on that. One thing I found very interesting in the trailers that we saw were the sandworms. Of course, there's the sandworm that we know from the new Denis Villeneuve movies now, but there's also a sandworm that is more reminiscent of the old David Lynch movie with more of a three-part mouth. Where did this design come from, and did you have to get that approved in any sort of way? Yeah, absolutely. So we have the ringmouth sandworm is the really big one, the Shai-Hulud, the one that lives in the deep desert. And then the trimouth is kind of the smaller one, but the one that haunts players in the beginning of the game when they're sort of roaming around in those opening areas. It's the one that chases after them. The reason is quite practical, actually, because the ringmouth doesn't read well in gameplay because it's just a giant tunnel, right? Whereas this one, we can animate the mouth to be kind of grabbing at you. So we actually had a long discussion with Legendary about it because they want us to use the movie one, but they're also okay with us using this one as long as we kind of, make sure that they're both in the game. So it was kind of a long chat, yeah. Doch wann findet das Spiel überhaupt statt? Treffen wir vielleicht gar auf den Muad'Dib? We have an alternate timeline in our game, so the idea is someone made a decision, and that decision changed things in a very expensive way. And we're going to talk about that later. Okay. But the time in which the game is set is about 8 years after the events of the Dune.
movie or book, either way. Okay. So yeah, it's about 8 years after that in our game. Aha, man bedient sich hier also dem Kniff einer alternativen Zeitlinie. Das lässt den Entwickler natürlich etwas mehr Freiraum, um ihre eigene Vision umzusetzen. Eine Sache, die mich aber in dem gezeigten Material der Dune Direct irritierte, waren so manche Fahrzeuge. Dass man Arrakis mit einem Ornithopter relativ sicher erkunden kann, das ist ja recht bekannt. Inwiefern aber Sandbikes auf einem Planeten Sinn machen, der von gigantischen Würmern bewohnt wird, die von rhythmischen Vibrationen und Bewegungen angelockt werden, erschloss sich mir nicht. Sind diese Vehikel etwa immun gegen Sandwurmangriffe? You also have motorized vehicles that move on the sand, and in my mind I'm thinking, how does that work? Don't they right away attract the worms? I mean, how does it work in the game? I mean, that is the rule. The sandworm always comes. Yeah. So yeah, if you drive a bike on sand or a vehicle, you're in danger. Okay, so that is the case. Yes, exactly the case, Okay. right? So what you want to do is place out thumpers to distract sandworms if you want to drive, or you can, like if you think about like there's one rock island here and one rock island there, you can make that distance if it's short enough. Yeah. So you can use the vehicles to move around, but you've got to plan your route and be very careful about how you do it. The sandworm will come though, like eventually, right? If you drive around, you're going to get eaten. Da es sich auch um ein MMO handelt, stellt sich natürlich die Frage, mit wie vielen Spielern man in dieser Welt unterwegs sein kann. Hierbei kommt es darauf an, wo ihr euch gerade befindet, denn diese Zahl wird wohl variieren. It depends on where you are in the world, right? We have different areas, and different areas have different player counts. Like we have social hubs with like up to 100 players. We have the deep desert map, which can have many hundreds of players. We have the smaller survival space, which is kind of like 40 at the moment, and we'll see how we optimize. What it means to be a survival MMO, from our perspective, is that we have a strong focus on multiplayer and playing together, right? Survival games tend to be, not all of them, but a lot of them tend to be like, 1 to 8 players, right, on a server. And they're not really trying to build this very strong multiplayer experience. Like we have multi-seat vehicles, we have cooperative building, guilds, we have the later on in the game, we have the politics, the faction stuff, which requires large numbers of players to be competing with each other to participate. So what we really wanted to do was take a survival kind of game approach, the funnel, if you will, the start of the game feels very survival, and then build into this multiplayer MMO style end game, right? Okay. And make that gives players sort of their own motivations to keep playing. Yeah. In Sachen spielbare Fraktionen wird es anfangs erstmal nur Haus Atreides und Haus Harkonnen geben. Wie mir Joel Bylos aber dann noch in einem Gespräch verriet, nachdem die Kamera aus war, hat man das hoffnungsvolle Ziel, natürlich noch mehr Parteien im Laufe des Lebenszyklus des Spiels anzubieten. Und nicht nur das, er schwärmte sogar davon, irgendwann vielleicht auch Arrakis zu verlassen und andere Planeten erkunden zu können. Da es sich auch um ein Survival-Spiel handelt, werdet ihr nicht drum herum kommen, Rohstoffe abzubauen und auch eigene Basen und Strukturen zu errichten. Die Entwickler haben sich hierfür aber etwas sehr Hilfreiches überlegt. Wer will, kann Baupläne seiner Kreationen speichern und dann sogar auf einem Marktplatz im Spiel verkaufen. So werden Leute, die eventuell nicht ganz so viel Aufwand in dieses Feature stecken wollen, etwas mehr Zeit mit anderen Dingen verbringen können. Worauf Joel Bylos und sein Team aber besonders stolz sind die Sandstürme. We have a place in the world, like in Dune you have the deep desert, and the deep desert is beyond the shield wall. And that's where the Coriolis storms are the worst, right? And in that area of the world, the Coriolis storms sweep across the landscape, and every week they will change the entire map. And that means that anything that was there, shipwrecks, rock islands, things like that, they're gone. Mm-hmm. And then a new map is generated. Okay. And then you can go out there and remap the area. Okay, now there's a shipwreck here that was uncovered by the shifting sands. This has happened, and suddenly it's it's a whole new space to explore. Okay. And then that's there for a week for you to explore and try to find unique schematics, try to, find the spice blows and get, harvest as much spice as you can. And then it changes again. Okay. Right, so the idea is to try and create this evergreen play experience for players, right? So that, maybe they'll get sick of the visuals, but maybe we can make other deep desert areas. But the point is, it's to create this space for players where I think, the way I would describe it is a lot of games, once you've explored the map, you're done with you're done with it, right? You've seen the whole map and it never changes. Our idea here is to create something that players can keep exploring over and over again. Eines der Highlights der Filme sind natürlich die Sandwürmer. Doch wird man diese auch selbst reiten können?
Sadly, not at launch. Hopefully post-launch. What I need to do there, or what we need to do, is figure out exactly, because it's very, very cool in the movie and it's a really good experience. What we need to do is figure out the purpose. Yeah. Because there's no point in putting it in the game and having it not be that cool, right? So we've got to make sure it's as good as it is in the movie and make sure it feels really great for players when we get it in. So I definitely plan to add it, but it'll be post-launch. Dune Awakening ist auf jeden Fall eines: ambitioniert. Und dank Unreal Engine 5 sieht das auch recht schick aus. Dass Entwickler Funcom mit einem Wüstenszenario umgehen kann, haben sie bereits mit Conan Exiles bewiesen. Aber Dune Awakening spielt in Sachen Umfang und auch Ambitionen schon in einer anderen Liga. Auch bin ich gespannt, wie gerade der politische Aspekt der unterschiedlichen Häuser hier eine Rolle spielen wird, etwas, zu dem sich Joel Bylos noch recht bedeckt hielt. Mit den Häusern Atreides und Harkonnen hat man 2 Hauptfraktionen am Start, aber gerade inwiefern die Fremen eine Rolle spielen, ist auch noch ungewiss. Ich hoffe auf jeden Fall darauf, bald mal an einer Beta teilnehmen zu können, um mir selbst einen Eindruck zu machen, wie groß dieses Spiel wird und wie das Wüstenplanet-Epos in so einem Spiel umgesetzt werden kann. Ein Release-Datum gibt es für Dune Awakening noch nicht. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr mehrere Beta-Phasen sehen werden und das Spiel erst 2025 erscheint.